Hallo zusammen, schön, dass ihr zuseht. Heute spreche ich über KI, künstliche Intelligenz. KI ist ein bisschen wie Magie, aber mit Computern. Ich erkläre alles ganz einfach und langsam. So könnt ihr euer Deutsch weiter verbessern. Was ist KI? Stellt euch vor, KI ist wie ein kleines Kind. Ein Kind, das sehr schnell lernt. KI sieht, hört und liest extrem viel. Viel mehr, als wir Menschen jemals könnten. Aus all diesen Informationen lernt KI, wie die Welt funktioniert. Sie erkennt Muster und unterscheidet Dinge. Sie kann sogar selbst Entscheidungen treffen. Aber KI ist nicht nur wie ein Kind, das lernt. Sie ist auch ein Werkzeug, das wir Menschen nutzen können. Wir können KI nutzen, um viele Dinge besser und einfacher zu machen. KI steckt schon in vielen Dingen, die wir jeden Tag benutzen. Zum Beispiel hilft uns KI beim Einkaufen im Internet. Sie schlägt uns Produkte vor, die uns gefallen könnten. Denn künstliche Intelligenz hat gelernt, was wir mögen. Sie kennt uns ziemlich gut. Auch unsere E-Mail-Programme nutzen KI. Sie sortieren automatisch Spam-E-Mails aus. So müssen wir uns nicht damit herumärgern. Und wenn wir eine App benutzen, um den Weg zu finden, berechnet KI die kürzeste Strecke. Sogar unsere Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google sind KI. Sie hören uns zu. Sie beantworten unsere Fragen. Und sie spielen Musik ab, wenn wir es wollen. Aber KI kann noch viel mehr. Wahrscheinlich wisst ihr schon, dass es KI gibt, die Geschichten, Bilder und Fotos produzieren kann. Dass KI komponieren und Lieder schreiben kann. Manche dieser Werke klingen fast so wie die von Menschen. KI kann aber auch richtig nützlich sein. Sie kann zum Beispiel Autos steuern, ohne dass ein Mensch am Steuer sitzt. Das kann Unfälle verhindern und den Verkehr sicherer machen. In Fabriken arbeiten schon heute Roboter mit KI. Sie können schwere Dinge heben und gefährliche Aufgaben übernehmen. Das bedeutet, dass Risiko von Menschen auf Roboter übergeht. Es bedeutet, dass Menschen geschont werden können. Es heißt aber auch, dass viele Menschen durch Roboter ersetzt werden. Viele Menschen werden ihre Arbeit verlieren. Das sind Nachteile der KI, die wir immer stärker spüren werden. Auch in der Medizin kann KI helfen. Sie kann zum Beispiel Röntgenbilder analysieren und dabei helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Es gibt sogar KI, die neue Medikamente erfinden kann. Das kann uns helfen, Krankheiten zu heilen, die bisher unheilbar waren. Was passiert aber, wenn KI noch viel schlauer wird als wir Menschen? Das ist eine Frage, über die sich viele Menschen Gedanken machen. Manche glauben, dass KI uns in Zukunft bei allen möglichen Dingen helfen kann. Sie könnte zum Beispiel den Klimawandel stoppen. Sie könnte neue Energiequellen finden oder den Weltraum erforschen. Aber es gibt auch viele Sorgen. Die Menschen haben Angst, dass KI zu mächtig werden könnte.
dass sie uns eines Tages vielleicht sogar schaden könnte. Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit KI umgehen wollen. Wir müssen Regeln aufstellen. Wir brauchen Gesetze, damit KI der Menschheit hilft und ihr nicht schadet. Aber was denkt ihr über KI? Ist sie vor allem nützlich oder vor allem gefährlich? Habt ihr Fragen oder Ideen? Ich freue mich auf Kommentare von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.